Zack. Achso, boah. Wenn du mal Alter! Boah. Und da ist ja gar kein Schutz. Du musst auch nicht drücken oder sowas. Der geht einfach rückwärts rein. Wir bewegen hier 1,2 Millionen Euro. Das Auto ist mega unübersichtlich. Das Auto ist ziemlich breit. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute wieder Sonntag 19 Uhr. Jefkin, alles fit? Hi, grüß dich. Wir haben alles geplant und wir haben heute was ganz, ganz Besonderes für euch. Ich zeige euch einen Schlüssel. Das könnte die Kenner, so 70er, 80er Jahre Kinder, die ihr Führerschein in den 90ern gemacht haben, das könnte sein Fiat Tipo, Ja. das könnte Uno. sein Fiat Uno, die ersten Punto, Punto. genau, 575 PS. Es ist der Lamborghini Diablo GT. Das ist doch der Wahnsinn. Und dann noch in der Farbe Giallo Flash. Du darfst nur in 4 Farben bestellen, das Modell. Ja. Das war orange, gelb, schwarz oder grau. Ah, okay. Es ist eine Metallic-Lackierung. Durch und Perleffekt. durch, ne? Perleffekt, genau. Es erinnert mich ein bisschen an den, hört ihr jetzt nicht so gerne, aber Ferrari hat doch dieses Giallo Gripistato Richtig, rausgebracht. ja. Genau, das ist so ähnlich. Aber guck mal, Deswegen- mit Sonne, mit so starker Sonne, sieht so aus wie Unilackierung. Genau das Ja? ist es. Genau das Aber ist es, ja. wenn Auto im Schatten, dann siehst du deutlich diesen Perleffekt. Genau. Das ist kein Und- Metallic, der richtig Perl. Oh, aber du musst auch, wenn du nah rangehst, siehst du es auch richtig. Ja. Ne? Das ist Aber einfach guck so. mal, hier ja, hier nein. Das ist einer der wenigen Lamborghinis, die limitiert sind, die aber auch nummeriert sind. Normalerweise steht immer bei Lamborghini One Off oder eins Ein von. Blenden wir euch mal ein Bild ein. Ja, und das ist der einzige, der zurzeit in Europa angeboten Genau, wird. Der genau. einzige. Genau. Für mich ist es nur interessant, 80 Stück gebaut, durchnummeriert und dass es ein Diablo GT ist. Aber alles andere, was bei Lamborghini limitiert ist, ich weiß nicht, jetzt habt ihr mal 3-4 Minuten Zeit rauszukriegen, wie viele Aventador Limited Edition es gab. Das kannst du gar nicht auf Anhieb so schnell sagen. Miura, Pirelli, Anniversary, keine Ahnung, was es noch gab. Tausende Ja, Dinger. jeder im Serie 1, jeder im Serie 2. Genau. Dann wieder der 63er, der das. Und dann haben sie irgendwelche fiktive Zahlen sich ausgedacht. Okay, jetzt bringen wir von den Pirelli 100 Coupés, 100 Roadsters und so weiter und so weiter. Das macht gar kein, die sind alle ganz tief im Keller, außer der SVJ. Wir machen mal die Motorhaube auf. Wir haben ein Guck mal, der hat Schnellverschluss hier von außen, ja, weil normale Diablo hat Innen, genau. von innen das schon ein bisschen von Rennsport-Sache. Warte. Einmal drehen, Genau. richtig, kaputt So, und dann gemacht. haben wir den. So, und danach kannst du hier die Schuhe. Oh, ist ganz schön heiß, Alter. Ja. Da kannst du dich hier schon rauflehnen und dann kannst du sehen, du hast hier einen 6,0 Liter V12. Guckt euch mal das an. Das ist doch Wahnsinn. Dann in Gold gehalten. Immer die Limited Editions sozusagen. Bei Lamborghini sind immer die Zylinderköpfe in Gold. Ja. Bis heute auch. Der SVJ ist ja auch Gold. Ja. Ne? Haben sie hier auch gemacht. Und wenn du dir diesen Motor hier Guck anschaust. mal, Airbox, Ja, wie stimmt. groß ist. Stimmt, Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Deswegen habe ich auch keinen Rückspiegel, um nach raus zu gucken, weil bringt mir nichts. Das Ding steht hier im Weg und es ist kein Fake. Hier sehen wir nämlich die Lüftung. Das Auto liegt jetzt ungefähr bei 1,2 Millionen. 1,2 Millionen, genau. 1,2 Millionen Euro. Unverhandelt. Aber nicht mit dir. So, Motorhaube wieder zu. So, dann haben wir hier natürlich unser Heckspoiler, den man auch noch mal selber justieren kann hier. Ne? Genau, das ist Spoiler 1:1 wie bei Rennfahrzeug. Es gibt die andere Versionen wie GT2. GT2 hat andere Spoiler. Genauso wie Heckdiffusor. Ach so, okay. Ja, Also das ist hier. auch ein Teil von Rennsport, Ja, welcher alles- macht Downforce. Schön Carbon. Ja, GT, das war Ziel. Innen auch sehr viel aus Carbon, Ja. sehr viel aus Alcantara. Eigentlich, die hat mehr Sicherheit innen. Aus Carbon auch versteckte Teile gibt es, wie Tür und Dach. Ach so, okay. Und, ja, und weniger Gewicht hatte. Ach so, geil. Und damals schon eine Rückfahrkamera, guck mal. Ja. Krass, ja, ne? aber weißt du, wie viele Leute beschweren sich Modelle wie Diablo und Countach Beim Einparken, ne? Einparken?
So, dann hat er die Tiefbettfelgen, original. Damals war es ja total in, jetzt Ja. zur Zeit gar nicht mehr. Die Tiefbettfelgen schön, 18 Zoll. Dann wird er ja hinten breiter. Ne? Die Karosserie vorne ist ein bisschen schmaler, dann geht er so in die Breite nach hinten, deswegen auch Einparken ein bisschen schwerer. Jeder, der mal ein Testarossa fährt oder jetzt hat, soll mal beim Einparken mal in die Beschreibung schreiben, wie heftig das ist, weil der ist ja noch extremer. Ja, Ne? ja, Der musst du richtig, wenn du rückwärts einparkst, richtig planen. Ey, ich bin hinten wesentlich breiter. Ne? Mach mal vorne auf, bitte. Jetzt Aufgabe für dich. Oh, jetzt kommt's. Oh mein Such Gott. mir bitte Serviceheft von Fahrzeug. Alles klar. Aber vorher Einfach- muss ich sagen, da sind zwei fette Steinschläge. Ja, weil das auch noch ein Grund war für mich, das Auto kaufen. Ja. Original-Lack. Ach so, original. Es gibt keinen Teil, welcher nachlackiert ist. Ja, perfekt. Guck Bei mal, 50.000. das ist ein guter Verkäufer. Sofort hat er einen fetten Steinschlag gekillt. Gekillt. Jede Folierung, jede Nachlackierung, alles ist nichts dagegen. Und jetzt Jetzt suchen wir. 10, 11, 12. Ah, da ist es schon, da ist es schon. Aber guck mal, wie leicht, ne? Carbon. Carbon, ja genau. Alles Carbon. Auch hier, Kofferraum und so weiter könnt ihr hier vergessen. Aber was ich immer feiere, ist das hier. Guck dir das mal an. Alter, guck mal, eine Original-Ledertasche, Lamborghini. Und das ist auch alles original noch. Guckt euch das mal an. Das ist geil. Das sind Sachen, die ich Jeder feiere. Käufer von Lambo Ja. stellt erste Frage, ob Ja. das Originalwerkzeug ist dabei. Das ist das A und O. Wir waren doch zusammen in Paris. Ja, ja. Die ersten Auktionen waren die Servicekoffer oder Werkzeugkoffer von alten Ferraris. Die sind teilweise bis 20.000, 30.000 Euro weggegangen. Und Ist da so. konntest du gar nichts mehr benutzen. Es war nur noch Leder, Nur, genau. bisschen Aber die Schrauben. Leute will satt Die wollen es haben. ja. Ne? Die wollen's haben. So, einmal bitte. Ja. Danke. Serviceheft. Was ist das denn? Warndreieck? Ach so, Warndreieck ist da, aber hier ist doch was. Ey, komm. Genau, das ist Alter, Kofferraum. Das ist mein Kofferraum. Das ist Kofferraum und genau hier war dieses Guck mal, Serviceheft. was ich nur in meinen Kofferraum reinkriege. Ist das dein Putzlappen? Nein, das ist. Oh, jetzt kommt was raus. Alter, was hast du da gekauft? Warte mal. Guck mal unser Kofferraum bitte an. Das ist unser Kofferraum. Kleinster Kofferraum der Welt. Hier, das ist unser Kofferraum. Krass. Das ist ja gar nichts. Da ist ja selbst bei Chris hinten im Kofferraum mehr Platz. Oder? Alter, wo ist dein Serviceheft? Was ist das hier? Ein Keilriemen. Hanriemen. Keilriemen? Lass das, weil Serviceheft liegt im Büro. Oh Mann! Du kriegst jetzt Motor raus! Ja, genau. Ich hole jetzt die Lüftung raus. Ich hole jetzt alles raus, Alter. Was ist los hier? Aber das ist krass. Das spricht auch nochmal, wenn man sich so ein Auto anschaut, muss man im vorderen Bereich überall reingucken. Daran kannst du auch Pflegezustand des Fahrzeuges erkennen. Wie gut das Auto gepflegt ist, ob das Auto in der Garage war, ob das Auto nicht in der Garage war und so weiter. Das erkennst du alles hier komplett. Und das kannst du sehen. Und da machst du Wischwasser rein. Ne? Hier, guck mal hier. Hier machst du Wischwasser rein. Wie willst du da nur Wasser reinkriegen? Das ist der Klassiker, ne? Fiat. Das ist Fiat. Das gibt es von 1900, irgendwann Anfang 70er bis durchgezogen sogar der Ferrari Enzo. Speziale, 458. Ich glaube, das war italienische so Dozent. Ja, genau. Alle haben diese Blinker. Fiat Punto, Fiat Uno, alle haben diese Blinker. Das ist echt krass. Alle Öffnungen, die wir hier sehen, hat alles Sinn und Zweck. Es ist nichts Attrappe. Selbst wenn wir hier durchgucken, warte mal, ich mache mal die Tür zu. Selbst wenn du hier durchguckst, siehst du ganze Innenleben, die ganzen Achsteile und so weiter siehst du von hier. Also es ist alles durchdacht, es ist alles durchgerechnet und es gehört natürlich auch eine Menge dazu, einen 12-Zylinder 6,0 Sauger hinten reinzupacken, der thermisch hält. Und guck mal, Auto ist von 2001, ja. Von auf 0 bis 100, die macht 3,7. Absolut. Das ist extrem schnell für Definitiv. diese Zeit. Für 575 PS auch Genau. noch. Ne? Und Auto ist nicht klein. Ist nicht klein und ist auch nicht leicht durch Ja, den ja, 12-Zylinder-Motor. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich finde, das Auto kannst du hinstellen, wie du willst. Es ist immer fotogen. Ja. Du kannst es von der Seite fotografieren, du kannst es von hinten fotografieren, du kannst es schräg fotografieren, von vorne. Egal was, das Auto sieht immer brachial aus. Das Auto sieht immer geil aus. Es ist einfach so. Ne? Fahren wir jetzt eine Runde? Ja, gerne. Aber bevor wir fahren... Hast du Schlüssel? Nee, Ich habe auch nicht. ich habe nicht. Wo hast du Schlüssel? Nee, hast du doch daneben reingelegt. Hast du doch eben reingelegt.
Ja, oder? Kilometer ist schon viel. Das ist viel, das ist sehr viel. Aber ja. für mich war Argument Vorbesitzergeschichte. Ja, Erster Lack, ja, Serviceheft komplett bei Lambo. ja. Und mega seltenes Auto, momentan gibt es kein Auto zu verkaufen. Wahnsinn, ne? Und welche Nummer dieses Auto hat, erzählen wir euch gleich, ganz zum Schluss, weil das ist einer der wenigen Lamborghinis. Heutzutage werden sie ja nicht durchnummeriert. Heute steht ja 1 von. Und die ersten 5 Autos, also die ersten 2 sind ja meistens immer für ein Museum. Genau, genau. Eine von machen wir hier rechts. Rechts. Guck mal, sag das letzte Sekunde. Wir fahren hier ungefähr eine Tag. Nee, du musst einfach Ideallinie fahren. Ach so, von ja. links, Apex und dann. Aber ich muss sagen, das Auto fährt total entspannt. Es ist super einfach zu fahren, das Auto. Das ist auch so geil. Guck mal, wie die Zahlen hier sind. Das müssen wir euch gleich zeigen. Das ist so geil. So, jetzt kommen wir mal auf die Innenausstattung. Für die damaligen... Einzige, was das gefällt mir nicht. Ja, also Radio. Radio, genau. Ja, genau. Welche Marke ist denn das? Alpine. Ach so, ja, das kann original sein, ja genau. Wie findest du sonst die Innenausstattung? Guck mal, wollte ich dir gerade sagen, jetzt haben wir ein bisschen Straßenschaden, ja, sowas. Ja. Guck mal, wie Fahrwerk funktioniert. Wahnsinn, es klappert nichts, gar nichts. Bei einem Auto, wie alt ist er jetzt genau? Der ist 2001. Okay, also 22 Jahre alt circa. Wenn du fährst mit Vergleichsfahrzeugen von 2001, Ja. sagen wir zum Beispiel, oder 2003, 599, ja, Ja. du hörst schon ein bisschen was. Absolut, aber damals schon Carbon verarbeitet für die damaligen guck mal. Verhältnisse. Genau, auch Türkarten, die Tür komplett komplett, aus Carbon. genau. Unten Schweller und so weiter, alles aus Carbon, also die Eigentlich Seitenschweller. ganze Cockpit. Ja, stimmt, ganze Cockpit. Und dann sitzen wir in so schöne Schalensitze drin. Ist mega gemütlich. Sitze ist super. Super, perfekt, ja genau. Mega gemütlich. Und ich habe hier einen super Überblick. Zack. Achso, boah, da musst du auch vorsichtig sein, ne? Oh, Wenn du mal Alter! Boah. Und da ist ja gar kein Schutz. Du musst auch nicht drücken oder sowas. Der geht einfach in rückwärts rein. Wenn du hier gewohnt bist, ganz normale Schaltung. 1, 2, 3, 4, 5. Dann fährst du hier nämlich rückwärts. Aber alleine diese Schaltkulisse ist geil. Wir bewegen hier 1,2 Millionen Euro. Das Auto ist mega unübersichtlich. Also ich habe nur die beiden Spiegel. Die sind auch relativ klein. Man kann kaum da was gucken. Rechts und links. Das Auto ist ziemlich breit. Man muss vorsichtig sein. Aber trotzdem fühle ich mich total wohl. Also ich habe keine Angst. Nee. Guckst du jetzt immer auf meinen Gang? Ich gucke, ob das Gefahr nach vorne oder nach hinten. Das ist so geil. Das ist so geil. Verkehr, das ist wichtig. Ja, das stimmt. Hol mal den Serviceheft bitte raus. Ich muss jetzt aussteigen, nach vorne gehen. Nein, da ist doch der Hier Handschuh. gibt's keinen. Doch, klar, da unten. Nein, Und doch, jetzt ohne Scherz. Alter, Nein. ey, der ist ohne Scherz hier unten. Nein, versuch mal bitte. Da, das kommt raus, das ist richtig cool. Du verarschst mich, Nein, dann gibt's keinen. nein, doch. Red, Oh, rot, ja, genau. Red Flag. Radiocheck. Du hast richtig Angst, Alter. Nicht Angst, Ey, aber guckst ich erstmal auf bin Gang Fahrlehrer. und Gang und Ampel. Ich habe mich noch nie mit dem Diablo GT beschäftigt. Und deswegen habe ich ja Jevgen da. Jevgen hat die spektakulärsten Autos da. Das ist einfach so. Mit den spektakulärsten Geschichten und so weiter. Und hier haben wir eine Plakette. Ich weiß nicht, ob du das siehst, Chris, weil es sind getönte Scheiben hinten. Da steht Nummer 4 / von 80. Und was die Nummer 4 war, Ja. erklärt uns Jevgen. Vorgeschichte,
Wie immer, ja, die erste Fahrzeuge bleibt im Museum, gehört zum Werk. 1 und 2. Genau. 1 und 2, genau. Nummer 4 von vorne, das Auto gehört auch zum Werk, Ja. aber das war Pressefahrzeug. Natürlich ist Presseauto immer mit einem bitteren Beigeschmack. Ich kenne die Presseautos Ja, sehr ich gut. kenne auch, ja. Ne? Mein Kollege Matthias kennt die ja auch sehr gut. Ne? Und wenn er dann die Autos testet und dann auf einmal kommt er da an und sieht da noch 3 weitere Reifen, weil er die einfach runterfährt innerhalb von 1,5 Tagen. Aber trotzdem war ja auch damals so und bis heute so, die Presseautos gehen ja immer nach einer Presseveranstaltung wieder zurück ins Werk und werden komplett revidiert, beziehungsweise kriegen eine Rieseninspektion. Neue Bremsen, neue Reifen. Genau, Bremsen neu, Reifen neu, Flüssigkeiten neu, wenn Schläuche anfallen und so weiter, alles neu, alles gut. Die 51.000 Kilometer ist einerseits natürlich, ich würde fast mal sagen, es ist Weltrekord für ein Diablo GT. Kann sein. Kann sein, Ja. Aber zweite Sache ist, der fährt nur deswegen auch so gut. Weil er ständig bewegt wurde, weil er ständig gewartet wurde bei Lamborghini, weil dieses Auto immer wieder gefahren wurde. Und vor allem, wenn du dann einen Vorbesitzer hast, der das auch verstanden hat, der das Auto auch sauber warm gefahren ist, schön ausgefahren ist, dann wieder kühl gefahren ist und abgestellt hat, ist viel, viel besser, als wenn du jetzt einen Diablo GT hättest mit 1000 Kilometer, weil da müsstest du 100.000 Euro circa dein Motor Welcher neu letzte machen. Mal 2003 gefahren. Genau, das heißt, komplett Auto zerlegen, neu machen, bis auf die Karosserie. Ich meine jetzt nur die Technik. Genau. Ne? Also, mein Fazit, das Auto gehört in jede gute Sammlung. In jede gute Sammlung. Das Auto hat einen Erstlack noch, sagst du? Genau. Das Auto ist echt in einem perfekten Zustand. Vor allem sieht man das auch hier. Du musst ja immer wieder darauf achten, es sind ja keine Flügeltüren, sondern Scherentüren. Da ist nichts, da ist gar nichts an den Kanten. Da ist keine Beschädigung, gar nichts, keine Nachlackierung. Dann hast du natürlich, musst du darauf achten, hier die Kanten. Ne? Genau. Da passiert ja auch immer was. Ist auch nichts, ist gar nichts dran. Das heißt, das Auto wurde immer sauber gefahren. Okay? Da musst du hier in Innenkanten gucken. Ja, du kannst Räder gucken. Guck mal, Räder, wie sauber ist. Das Räder, wenn hast du Kratzer oder Bordstein, Genau. Schaden ist schon schwierig zu reparieren. Ja, die muss ja komplett neu Komplett neu machen. Genau. Die die Reifen sind von 19. Kalenderwoche 2018. Dann guckst du hier nochmal im Innenbereich, also Kotflügel-Innenbereich, ob da viele Steinschläge sind. Da kannst du auch immer spüren, war der auf der Rennstrecke oder war der nicht auf der Rennstrecke, weil du kannst machen, was du willst. So ein Teer kriegst du nicht komplett ab. Im Frontbereich auch. Die Steinschläge im Frontbereich halten sich für 50.000 Kilometer komplett in Grenzen. Finde ich cool. Wer es kann, soll sich das Auto definitiv kaufen und zur Seite stellen. Auf jeden Fall. Auch durch die Historie Nummer 4 und auch ein Pressefahrzeug. Das heißt, das Auto war in vielen Zeitschriften, bei vielen TV-Magazinen. Dann weißt du immer, es ist dein Auto gewesen. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist, es macht einfach Spaß. Ja. Okay? Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Jefkin, vielen Dank. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Danke, sehr Spaß gemacht. Espresso geht auf dich. Ja. Ja. Wie immer. Ja, du bist bei mir. Ja, was geht auf dich? Das stimmt. Das stimmt. Immer Essen, Espresso, alles auf dich. Ja, alles auf mich. So, wir fahren jetzt wieder zurück. Ciao. Ciao, ciao.